Heute geht es um einen historischen Freizeitpark, der gar nicht so aussieht und in dem befindet sich eine der modernsten Familienabschussachterbahnen, die es aktuell so auf dem Markt gibt. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und heute reden wir über alle Achterbahnen von Furuvík. Und für Furuvík geht es in diesem Video nach Schweden und das ist ein sehr cooler Park, der echt alt ist, der seit 1900 besteht, wie die Borussia Mönchengladbach. Und wenig überraschend befindet sich der Park in Furuvík in Schweden. Erst hat das Ganze als Zoo eröffnet, später hat man noch einen Jugendzirkus mit implementiert, der aber nicht nur in dem Park war, sondern auch auf Tournee gegangen ist. Außerdem ist Furuvík natürlich ein Ort für Konzerte und Kultur, dieses typische Tivoli-Prinzip, was viele skandinavische Länder haben, und dementsprechend gibt es auch Fahrgeschäfte. Teilweise hat man es auch so gemacht, dass Schausteller mit mehreren Fahrgeschäften dann über eine gewisse Zeit dort gastiert haben, aber inzwischen gibt es da einen festen Tivoli-Bereich, einen festen Bereich mit fest aufgebauten Attraktionen und Fahrgeschäften, die teilweise wirklich richtig cool sind, ein super guter Dark Ride. Das alles seht ihr uns hier oben verlinkt in unserem Vlog, wo wir Furuvík besucht haben und euch einmal durch unseren ganzen Tag mitnehmen, aber auch durch den Park im Gesamten. Furuvík gehörte erst immer Privatpersonen, ging aber dann von 1983 bis 2004 an die Gemeinde Gefle und dann bis 2010 wieder in privater Hand. Und seitdem bis heute gehört dann Furuvík zu Parks & Resorts Scandinavia. Das ist eine Freizeitparkkette aus Skandinavien, zu denen nicht nur Furuvík gehört, sondern zum Beispiel auch das Skara Sommerland, Gröna Lund oder auch Kolmården. Zu allen habt ihr hier auch schon Videos auf dem Kanal gesehen. 5 Coaster haben den Park inzwischen auch verlassen. Unter anderem vielleicht ganz interessant Black Hole aus Alton Towers, und zwar ein Schwarzkopf Jetster 2, der als Black Hole in Alton Towers in England stand, der kam nach Furuvík und inzwischen gibt es die Bahn halt gar nicht mehr. Aber was es heute noch gibt und relativ neu sogar ist Draken. 2020 eröffnet Sierra Rides aus Deutschland ein Force One Coaster. Ein absoluter Klassiker, den gibt es in vielen Parks, 4,5 Meter hoch, 128 Meter lang, 30 km/h Spitzengeschwindigkeit werden hier erreicht. Es werden mehrere Runden gefahren. Absolute Spaßmaschine, cool gemacht, sieht da ganz süß aus, also sauber, ordentlich steht das ganze Teil da und eine Bahn, die man einfach mögen muss, glaube ich. Und das war die Bahn, die wir so als erstes erreicht haben, aber unweit davon sieht man schon etwas länger vorher, seit 2017, Fireball. Fireball ist von der Firma Vekoma aus den Niederlanden ein Family Boomerang. Standard-Layout der Rebound 208. Ist 205 Meter lang, laut der Rollercoaster Database, 23 Meter hoch und erreicht dadurch 60 km/h Spitzengeschwindigkeit und kann 750 Personen pro Stunde theoretisch abfertigen und hat 30 Millionen schwedische Kronen gekostet. Diese Bahn fährt vorwärts sowie auch rückwärts, ist trotzdem familientauglich. Man wird rückwärts aus der Station rausgezogen, dann losgelassen, fährt durch die Strecke, erreicht das Ende, wo die Schiene zerborsten ist, und dann rollt man das Ganze quasi mit einer entsprechenden Geschwindigkeit auch rückwärts wieder zurück und kommt dann wieder in die Station. Fireball ist das Thema quasi, und zwar ist man die menschliche Kanonenkugel und wird dann sinnbildlich aus dieser Kanonenkugel rausgeschossen. So ein bisschen eine Anspielung nochmal auf Jugendzirkus, und super schön der Bereich, super clean einfach alles und einfach ja, sehr gut gemachte Standard-Achterbahn meiner Meinung nach. Das sieht einfach alles sehr, sehr fein aus. Cool ist die Bügelkontrolle, das gibt es in den skandinavischen Ländern auch öfter, dass man da eine Stange hat, mit der man Bügel runterdrücken kann und da ein Haken dran ist, wo man dann auch die Push-and-Pull-Kontrolle machen kann, damit man eine gesündere Arbeitspositionenhöhe hat als Ride Operator. Ziemlich interessant, das immer wieder mal zu sehen. Aber es gibt auch in Furuvík noch eine wirklich besondere Achterbahn, und zwar Lightning. Lightning hat 2023 eröffnet, ist meiner Meinung nach das Highlight, und man muss alleine wegen dieser Bahn nach Furuvík fahren, auch wenn das vielleicht ein Umweg ist. Denn das ist so eins der neuesten Dinger, die die Firma Vekoma aus den Niederlanden im Petto haben, den Family Lounge Coaster mit Lim Lounge. Der Lim ist zurück, also lang vergessen und tot gesagt, aber bei Vekoma ist der Lim-Antrieb wieder da.
Und das hat man jetzt, und bei diesen Family Launch Coastern hat man das jetzt hier bei Lightning unter anderem gemacht, 2023 und ebenfalls 2023 bei Big Bear Mountain in Dollywood und 2025, gerade erst frisch eröffnet quasi, also es war im Januar, haben wir auch darüber berichtet, im Mandoria in Polen mit Aquila. Und das ist nicht nur auch ein gelaunchter Family Coaster mit Lim-Antrieb, sondern diese Bahn hat sogar noch eine Inversion. Müssen wir dringendst hin, werden wir dann darüber berichten. Zurück zu Lightning. Diese Bahn ist 17 Meter hoch, 430 Meter lang, fährt aber 2 Runden, also fährt man 860 Meter Experience Track, wie man so schön sagt. Und das mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h. Bei den 2 Runden, die gefahren werden, bleibt man natürlich jetzt nicht vorher stehen und fährt dann nochmal neu, sondern wird durchgeboostet. Man muss sich ja nicht einhaken, sondern hat ja einen Linearmotor. Super komfortabel, fährt sich wunderbar, also das ist ja unumstritten, dass aktuell Vekoma die besten Strecken irgendwo hinzimmert, die sich am smoothsten und besten fahren. Super viele coole, süße, verspielte, sehr nice gemachte Details am Zug. Und ey, auch das wieder, es ist nicht viel Gestaltung. Station sieht süß aus, Eingang ist nett gemacht, das ist alles wieder super clean gestaltet und ordentlich und aufgeräumt. Gefällt mir auch. Dafür ist die Bahn vielleicht ein bisschen zu hoch unterwegs und nackig. Aber man könnte diese Family Launch Coaster, die kannst du ja einbetten, das ist ja unfassbar gut. Und dann schlängeln die sich irgendwie lang. Also den Family Launch Coaster als nächsten Mine Train fände ich krass. So, wenn man, weil die Mine Trains, die sterben ja irgendwie auch aus und das sind so die geilsten Bahnen mit auf der Welt, die es gibt. Aber das ist ja dann nochmal eine Idee, wenn du auch irgendwo nochmal stehen bleibst, nochmal vielleicht eine Effektschiene, was wir ja bei Jungle Rush gesehen haben und so Sachen nochmal. Da geht einiges, super interessant, super spannend. Lightning sieht einfach unscheinbar aus, aber kann voll überzeugen, ist richtig, richtig gut. Fährt so sanft, macht Spaß, ein cooles Layout, was wirklich abwechslungsreich ist und spannend und interessant und trotzdem ist das Ganze family-friendly, aber nicht langweilig. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte, die man haben kann. Und die Bahn ist halt, wie gesagt, echt überraschend gut. Sieht super unscheinbar aus, hat, glaube ich, gefühlt auch kein Mensch auf dem Schirm, aber es ist wirklich nicht schlecht, nicht schlecht. Und es ist ja nicht so, dass vielleicht in Europa auch in naher Zukunft noch so ein MK711 kommen könnte. Dazu gab es, glaube ich, aber inzwischen schon die News, die sollten inzwischen schon veröffentlicht sein. Aber das einmal als Überblick über alle Achterbahnen von Furovik. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr dafür dahin fahren? Was ist euer Highlight? Was wird euch da noch fehlen? Die Kommentarsektion gehört jetzt euch. Und bis morgen 18 Uhr habt ihr Zeit, was zu schreiben. Dann sehen wir uns wieder zu einem neuen Video. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Red Review Magazin. Peace.